Ich wurde 1931 im Zentrum von Berlin geboren. Das war keine gute Zeit damals, 31, Hungersnot und Arbeitslosigkeit. 39 fing der Krieg an. Als 1940 die ersten Bomben in deutschen Großstädten fielen, sind meine Eltern in einen Vorort von Berlin gezogen, wo mein Vater in aller Eile auf einem Grundstück, das wir schon hatten, ein Holzhäuschen gebaut hat. Dann, die Kriegsjahre wurden Berliner Kinder und wir aus den Randgebieten auch evakuiert in sogenannte KLV-Lager, Kinderlandverschickung. Ich war also während von 1941 bis 1945 fern der Heimat. Als ich dann in die höhere Schule kam, wurde meine Gruppe verlagert nach Schlesien. Und in Schlesien haben wir nicht ganz das Kriegsende erlebt, aber wir mussten 1945 im Februar flüchten. Eine große Kindergruppe mit einer Lehrerin. Wir sind mit dem Zug hin und her gefahren worden in Mitteldeutschland, waren dann bis August 1945 in einer winzig kleinen Jugendherberge untergebracht in der Nähe von Annaberg im Erzgebirge. Dann kamen wir nach Hause. Dann kam ich endlich wieder in eine normale Schule und war gerne in der Schule, immer. Und dann wurde unser Teil sogenannte DDR. Den Namen gab es noch nicht, aber es wurde DDR. Unsere Schule wurde sehr sozialistisch mit einem neuen Rektor. Ich wurde immer christlicher, gerade jetzt extra, und gründete in der Klasse vorm Abitur eine Jugendgruppe. Die junge Gemeinde hieß das damals. Daraufhin wurde ich, denke ich, ziemlich bespitzelt und musste dann nach über viele Ecken, wo mir das zugeflüstert wurde, meine Heimat verlassen und nach West-Berlin flüchten, weil ich abgeholt werden sollte. Dann war ich in West-Berlin, wurde politischer Flüchtling, anerkannter, machte 3 Monate später mein Abitur in West-Berlin, eine große Leistung, aber mit einem nicht so guten Ergebnis, aber immerhin bestanden. Die Ostberliner Schulen und die Westberliner Schulen hatten ja vollkommen verschiedene Lehrpläne. Ja. Aber jedenfalls hatte ich Abitur. In Berlin blieb ich nicht, denn in Berlin waren Flüchtlinge, damals war die Mauer noch nicht gebaut, nicht sicher. Und die Jugendfürsorge, ich bekam einen Vormund, weil ich zu der Zeit noch nicht mündig war, haben mich nach Schweden geschickt. Erste Mal raus aus der Gefahrenzone. Ich war 2 Jahre Kindermädchen in Schweden, dann kam ich zurück. Und viel Geld hatte ich nicht, gar kein Geld eigentlich, Verwandte auch nicht. Das Lehrerstudium war frei. Und ich ging nach Erlangen zum Studium und wurde Volksschullehrerin. In Erlangen war es damals Religion und Grundschule zusammen, aber man sagte nicht Grundschule, sondern Volksschule. Und die Volksschule hatte 8 Jahrgänge. Also wir waren dann ausgebildete Lehrer für 8 Jahrgänge. Wo kamst du denn das erste Mal mit Mission in Berührung? Der Anfang liegt sehr weit zurück. Ja, da wusste ich noch nicht, was Mission ist. Aber ich ging in Berlin noch zum Kindergottesdienst und wir hatten einen Neger. Entschuldigen das Wort, aber das war damals für uns, also gang und gäbe. Der war etwa einen guten Meter groß, hatte eine Schale mit Deckel, aber mit einem Schlitz. Und da durften wir unsere Kollekte reinwerfen. Pfennige, 5erle, 6erle, 10erle. Das war also, was wir so hatten. Und jedes Mal nickte der Neger mit dem Kopf und sagte Dankeschön. Und unsere Schwester, die uns da den Unterricht gab, sagte, das ist für die Mission. Ich wusste nicht, was Mission war. Das nächste war, ich wurde selber Kindergottesdiensthelferin.
Und wir hatten einmal im Monat beim Pfarrer eine Vorbereitung. Und da lagen auf dem Tisch, an dem wir rundum saßen, lagen kleine, dünne Heftchen, also wirklich klein und dünn. Und viele waren von der Mission mit hochinteressanten Kurzgeschichten. Die habe ich natürlich alle verschlungen, anstatt beim Pastor zuzuhören. Und dann war das ja die Zeit, in der Albert Schweitzer in Lambarene war. Und meine Jahrgänge, wir waren alle Schweitzer-Fan. Wir haben ihm sogar Ansichtskarten geschrieben, nie eine Antwort bekommen. Und dann kam ein Film raus, Es ist Mitternacht, Dr. Schweitzer. Den gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber den mussten wir natürlich sehen. Und da wusste ich, ich gehe zur Mission. Wir brauchen unbedingt Leute. Und ich war damals 17, bin unter sehr schwierigen Umständen nach Berlin gegangen und kam zur Berliner Mission. Und da die große Enttäuschung. Ich wurde beim Direktor vorgelassen, was wollen Sie? Ja, ich würde gerne Missionarin werden. Und dann guckte er mich lediglich an und sagte, werden Sie erst ein bisschen älter und dann kommen Sie wieder. 17. Das war so das Alter, wo man schwärmte. Aber da habe ich gedacht, Schluss, wenn die Leute nicht wichtiger brauchen als das, da ist bei mir nichts mehr mit Mission drin. Aber im Studium lernte ich eben einen Missionarssohn kennen, der mir unheimlich viel von Neuguinea erzählte. Und da bin ich dann auch gelandet. Gab es da irgendwann ein eindrückliches Erlebnis, nach Neuguinea zu gehen? Da gab es nur, ich war bis über beide Ohren verliebt. Und ich wäre mit Heinrich Bergmann bis auf den Mond geflogen. Das war eigentlich alles. Und wir wussten, dass wir miteinander wirklich in Neuguinea arbeiten wollen und werden. Du bist schon früher nach Neuguinea gegangen. Was war denn da das Ausschlaggebende, dass du nicht zusammen mit deinem damals Verlobten nach Neuguinea gegangen bist? Das war ja die Regel von diesem Missionswerk hier in Neuendettelsau. Zu der Zeit durften verheiratete Leute nicht nach Neuguinea, sondern der Mann sollte an sich vorausgehen. Und die Frau durfte ein Jahr, viel früher, erst 2 Jahre später, dann nachreisen und dann durfte in Neuguinea die Hochzeit sein. Er musste aber in Australien oder sollte in Australien ein Nachstudium machen. Er hatte ja hier die deutschen theologischen Examen. Er musste ein Nachstudium machen, damit er in Neuguinea an höheren Schulen unterrichten konnte. Das war also ein pädagogisches Jahr. Und in der Zeit bin ich vorgereist, auf Wunsch meiner Schwiegereltern, die Missionsleute waren, um auf der Station meiner Schwiegereltern meine jüngste Schwägerin zu unterrichten. Deshalb war ich früher in Neuguinea. Aber ich war trotzdem Mädchen für alles. Denn meine Schwiegermutter stand nur in der Krankenhütte und nie in der Küche. Da war so viel zu lernen. Ja, und dann gab es ein Ereignis. Dein Mann ist früh verstorben. Du hast bereits ein Baby gehabt, euer erstes Kind. Also erst muss ich mal sagen, mein Mann ist gestorben, hört sich sehr einfach an, da denkt man, der hatte Malaria. Hatte er nicht, der hatte einen Unfall. 4 Tage vor unserem ersten Hochzeitstag, wir waren also kein Jahr verheiratet. Es war, obwohl ich ja viel erlebt habe mit Fluchten und Warten und weiß ich was, es war das Ereignis in meinem Leben. Ja. Ich hätte gar nicht nach Haus kommen können, sofort nach dem Tod, weil die Schiffe, wir waren damals noch auf Schiffe angewiesen, keine Babys, sag ich mal, unter 6 bis 9 Monate mitnahmen. Aber das war nicht ausschlaggebend. Ich war da. Und wir waren an einer Jungenschule und die hatten oft gesagt, ihr unterrichtet zwar Jungen, das war damals üblich in Neuguinea, und nicht die zukünftigen Frauen für uns. Wen sollen wir eigentlich mal heiraten? Die können uns ja nicht einmal ein Hemd bügeln, die Dorfmädchen.
Und ich bin geblieben, ja. Dann ging es ja für dich weiter, dass eine Anfrage kam, dass du eine Schule für eine höhere Bildung für Mädchen aufbauen solltest. Wie war das damals für dich? Also erstens war es meines Herzens Wunsch. Und ich war sehr glücklich, dass die einheimische Kirche und damals unsere Konferenz mich einstimmig dafür bestimmt hat, dass ich das anfange. Es war nicht einfach. Erstens war die Schule nicht fertig gebaut. Wir fingen also in Häusern ohne Fenster und Türen an und so weiter. Dann kamen die Mädchen, alle sehr arm, aus Stationsschulen. Wir haben nur Schülerinnen, die schon in der Stationsschule waren, genommen. Ich war allein mit 56 Schülerinnen, die ich dann aufgenommen hatte, und einem Baby. Und das war ja Internat. Wir mussten unsere eigenen Felder anlegen, Finanzen gab es nicht. 4 Pfund pro Schülerin pro Jahr. Es war immer wenig Geld und wenig Essen da. Nach einem Jahr bekam ich eine Mitarbeiterin und wir konnten eine 2. Klasse aufnehmen. Und im Laufe der 5 Jahre, die ich dort war, waren wir auf 120 Schülerinnen angewachsen. Ja, also ich habe es 5 Jahre lang gemacht, war dann im Ganzen 7,5 Jahre in Neuguinea und bekam meinen ersten Heimaturlaub. 65 war ich in Deutschland kurz. Also die Arbeit an der Schule hatten junge Australierinnen übernommen und ich wusste das schon in Deutschland, wurde von der Kirche gefragt, mit den Frauen zu arbeiten. Eigentlich ist das eine längere Geschichte. Ich meine, die Dörfer waren entleert von den jungen Männern oder Männern überhaupt. Die waren nach dem Krieg schon an die Küste gegangen zum Aufräumen. Neuguinea baute die ersten Firmen auf. Die Männer waren weg, die Frauen waren ungebildet zu der Zeit noch. Wer nicht in die 3- oder 4-jährige Dorfschule gegangen war. Das Gemeindeleben sank, wurde schlechter und da kam die Kirche auf die Idee, wir müssen was tun, dass unsere Frauen gebildet werden. Das war also der Anfang. Das hatte mit Schule damals noch gar nichts zu tun, überhaupt nichts, sondern einfach hilf unseren Frauen, dass sie dann bereit sind, in der Gemeinde Arbeit zu tun. Ich werde nie vergessen, wie ich wurde stationiert in Sattelberg. Die Frauen empfingen mich natürlich, das Neuguinea, mit Gebet und großen Geschichten und so weiter auf dem Berg. Aber es gab überhaupt kein Material, keine Vorlage, keine Idee, was soll jetzt eigentlich passieren. Und das Kottegebiet, ich war ja für das ganze Kottegebiet zuständig, bestand damals aus 3 sehr großen Bezirken oder Dekanaten. Und ja, niemand sagte mir, was ich zu tun habe. Jedenfalls dachte ich mir, jetzt bereist du erstmal diese ganze Gegend. Und bei diesen Reisen, da ist mir gekommen, allein, das ist ja Blödsinn, was soll ich allein mit diesen Frauen tun? Das müssen die Einheimischen selber machen und da habe ich die erste Schule begonnen. Nochmal eine Verständnisfrage, was haben denn damals die Frauen auch alles gemacht? Gar nichts. Also die Gemeindearbeit war wirklich am Ende, aber die Frauen hatten genug Arbeit. Sie kriegten jedes Jahr ein Kind, weil der Mann kam ja irgendwann mal auf Urlaub und sie hatten ihre Gärten. Sie mussten ja ihre Familien ernähren, also da war nichts. Deshalb kam die Kirche 1956 schon drauf, wir müssen etwas tun für die Frauen. Aber wie gesagt, nur wenn ich die alle 2 Jahre einmal besuche in jedem Dorf. Und so habe ich die Mädchen, die ersten Schülerinnen bekommen. Also zunächst bekam ich nur mal 6 Schülerinnen. Und es war, wenn man heute nach Sattelberg geht und all die schönen Häuser sieht, dann denkt man, oh, wunderbar. Aber so war das nicht.
Da stand nichts, außer dem Haus, in das ich zog, das übrigens lange leer gestanden hat und voller Ratten und Kakerlaken war. Das musste ich mir erst selber herrichten. Ich bekam nur 6 Schülerinnen. Aber diese 6 Schülerinnen, muss ich sagen, die haben über Jahrzehnte die Arbeit gemacht. Mit denen selber, muss ich sagen, war sehr schönes Arbeiten. Aber der Sattelberg als Station hat immer erwartet, dass ich Mädchen für alles bin. Übrigens gab ich persönlich im Deutschen der Schule den Namen Dorfhelferinnenschule. Ich wusste, dass diese Mädchen, wenn sie zurückgehen, diese Schülerinnen von mir, wenn sie zurückgehen in ihr Dorf, sich nicht nur hinstellen und mit den Frauen eine Bibelarbeit halten konnten, sondern sie hatten im Dorf sehr viele Aufgaben. Kranke und Alte, die nicht versorgt waren, Behinderte, Besucher, die auch versorgt werden mussten, Gästehäuser, Hotels, das gab es ja alles nicht. Also für mich waren das Dorfhelferinnen und die Ausbildung war entsprechend. Familienpflege, Dorfpflege, Gemeindepflege, war alles drin. Aber die Station selber hat mich sehr gefordert. Und natürlich das Bauprojekt. Übrigens hat die Kirche, das ist jetzt negativ, die hat zu dieser ganzen Aufbauarbeit keinen Pfennig gegeben. Und Neuendettelsau auch nicht. Ohne was. Ich hatte einen Brief losgelassen, bitte jedes Dorf 1 Euro. Nein, Euro nicht. Das waren damals noch Dollar dann. $1. Und es kamen tatsächlich $1000 zusammen für unser erstes Haus. Und ich hatte einen sehr guten Stationsarbeiter, der konnte alles. Das war eigentlich mit das Schönste, das man da aufbauen konnte. Ich sollte dazu sagen, dass der Distrikt, jetzt nenne ich Sattelberg mal ein Distrikt, dass der Distriktspräsident sehr hilfsbereit war. Er war immer dabei, wenn ich in unserem Gebiet, also im Sattelberggebiet, in die Dörfer ging, hat mich in jeder Beziehung unterstützt und gefördert. Und das hat sich natürlich auf die Gemeinden ausgewirkt. Aber viel Geld gab es damals im Land noch nicht. Woher hast du dir denn da Inspiration geholt? Eigentlich müsste ich sagen, also zum Teil in Madang gab es die Mama Welsch, die reine Bibelkurse mit ihren Schülerinnen gemacht hatte. Die habe ich besucht, da habe ich mir einiges sagen lassen, aber die Ideen bekam ich in den Dörfern. Und wie man den Lehrplan zusammenstellt, hatte ich in Erlangen gelernt. Es kam alles, was ich halt in den Dörfern gesehen hatte, was nötig war. Der hat sich dann im Laufe der Jahre natürlich verändert, immer wieder. Also es wurde immer die Bibel unterrichtet, je nachdem welchen Teil der Bibel. Es wurde immer leichtes Rechnen unterrichtet, denn die Frauenkreise, die sich langsam in den Dörfern bildeten, hatten ihre eigene kleine Buchführung für ihre winzige Kollekte. Es wurde immer Hygiene, Krankenversorgung, welche Kräuter gibt es bei euch, die man anwenden kann. Da wissen die Leute sehr viel. Also wenn Rückschläge kamen, dann kamen sie eigentlich aus den Dörfern. Und das waren traurige Rückschläge. Die Männer wussten ja nichts damit anzufangen. Warum sollten da jetzt die Frauen gefördert werden? Wenn eine Frau denken kann und lesen und schreiben kann, dann kann sie ja keinen Garten mehr machen. Da ist sie ja zu gut dazu, war die Meinung der Männer. Also da kamen die Rückschläge. Und zwar erstes Gebot, was die Kirche dann aufstellte, wo ich mich gewaltig wehren musste, war, dass diese Mädchen nie heiraten sollten. Die sollten also dem Dorf erhalten bleiben als Dorfhelferin. Da musste ich schon gescheit mich einsetzen. Dann kam ein anderer, das war allerdings mehr ein äußerer Rückschlag, damit hatte niemand was zu tun. Es gab ein furchtbares Erdbeben.
Wir flogen quasi aus den Betten. Und in der Nacht rutschten 2 Häuser komplett ab, die waren nie wieder zu gebrauchen. Ein Haus hatte neben sich einen Erdrutsch hinunter in den Berg, aber das Haus blieb an der Kante stehen. Und außerdem, und das war wahrscheinlich mit das Traurigste, alle Wassertanks rissen. Wir hatten keinen Tropfen Wasser mehr. Und Sattelberg liegt in 1000 Meter Höhe, da gibt es keine Quelle und nichts. Wir schliefen also wochenlang draußen im Freien, weil die Nachbeben so gewaltig waren. Aber da kam erstmalig Hilfe aus Deutschland, nämlich die damalige Bischofsfrau, Frau Dietz-Felbinger, war wahrscheinlich die Vorsitzende von einem Geld, was da war, und wir bekamen 1000 deutsche Mark für das Aufbau eines Hauses. Hattest du da auch deinen ganz klar beschriebenen Arbeitsbereich oder wie hat sich das gestaltet? Also vorgeschrieben hat mir niemand was. Mitarbeiterinnen hatte ich zu Anfang nicht, aber ich bekam ein Mädchen, das in Raum mit der Lehrerin nicht zurechtkam, die nach Hause wollte. Das ist eine typisch neugenianische Geschichte. Sie ist dann weggelaufen von der Schule und unterwegs sah sie kannte mich, unterwegs sah sie angeblich meine Augen voller Tränen. Und da wusste sie, ich brauche Hilfe. Und so erzählt sie das. Und sie drehte um, nahm das nächste Schiff, kam zu mir und sagte, Mama, ich helfe dir. Und die war die ganzen 10 Jahre immer bei mir. Eine ganz tolle Kraft. Also ich würde sagen, die Pfarrer, die Pastoren damals, die waren eigentlich alle auf meiner Seite. Die fanden das gut. Es ist immer jemand mitgegangen, wenn ich irgendwo hinging, ein Pfarrer oder ein Evangelist oder ein Lehrer. Ich bin also nie ohne männlichen Schutz gegangen. Frauen waren sowieso immer dabei. Also das war, würde ich sagen, es gab manchmal Zwischenfälle, die waren fast brenzlig. Wir kamen einmal in ein Dorf, Biaru, weit hinten im Urwald. Da war noch nie eine weiße Frau gewesen. Ich war angemeldet. Aber als wir ankamen, stand da nur eine Männerwand mit furchtbar bösen Gesichtern. Und die können sehr bös aussehen, wenn sie ihr christliches Dasein mal zur Seite schieben. Haben nur in ihrer eigenen Sprache gesprochen, und ließen uns einfach nicht ins Dorf. Ja, wir gingen in das kleine Haus, was für den sogenannten Kiab, also für den Regierungsbeamten, da aufgebaut war, und schliefen dann dort und sagten, na, dann gehen wir halt am nächsten Tag zurück. Aber die Mädchen hatten sehr viel Angst, die mich begleitet hatten in der Nacht. Und am nächsten Morgen, wir öffnen die Augen, da kommen die Frauen mit Säcken voll Taro und Taweng und ein kleines Schweinchen, und konnten wir überhaupt nicht verstehen. Ja, sagten sie, die Männer haben nicht geglaubt, dass je eine weiße Frau hierher kommt. Und deshalb, wir waren nicht vorbereitet. Aber der Abend, der war dann interessant. Da hielt nämlich der Evangelist die Abendandacht. Wir blieben dann natürlich, wir liefen nicht davon. Da hielt der Evangelist die Abendandacht und dann sagte er zum Schluss, und wisst ihr was? Ihr habt Glück, dass wir euch heute nicht zwischen Steinen gekocht haben. Aber wir sind ja leider schon getauft. Also man hatte schon, einmal wollten sie mich vergiften, weil sie nicht wollten, dass ihre Frauen gebildet werden. Was ich bis heute nicht glaube, aber wir haben halt selber gekocht. Also inzwischen dürfen die Frauen studieren, sogar das volle Studium, nur im Martin-Luther-Seminar, also nur am englischen Seminar, aber sie werden nicht ordiniert. Bist du denn jemals bezahlt worden für deine Tätigkeit oder woher hast du dein Geld bekommen? Ja, also wir waren ja in einer sogenannten Lebensgemeinschaft bis 1963.
73. Und zwar hatten wir eine bestimmte Summe zur Verfügung, die wir im Jahr für unser Essen ausgeben durften, und Wohnen war frei. Wir bekamen Taschengeld in die Hand für ein Jahr 150 australische Dollar. Für Briefmarken, Briefpapier und so Sachen. Für die Arbeit, das habe ich schon erwähnt, gab es nichts. Es war für mich insofern ein Problem, als ich von meinem nichts hergeben konnte, aber, und das war ja eigentlich auch verboten, aber ich habe es trotzdem gemacht, die Unterstützung, also das Essensgeld für meine kleine Tochter, die ja irgendwo mit den Einheimischen sich ihren Bambus gekocht hat und so weiter, habe ich alles ausgegeben, um Essen für die Schülerinnen zu kaufen. Aber ich habe nie irgendwas vermisst. So. Ja, es tut einem halt bloß leid, dass man seine Mitarbeiter nicht besser... Also Hennenieper hat 10 Jahre Arbeit, keinen Pfennig von der Kirche oder der Gemeinde bekommen. Wir hatten auf dem Sattelberg auch eine Bibelschule. Das waren also auch Buben von 12 bis 14, 15, die also die höhere Schule nicht geschafft hatten. Und die durften nur die mussten sich selbst versorgen, die hatten auch nur ihre Felder und durften nur ab 5 Uhr zu unserem Dr. Boy, wie wir sagten, und mussten dafür 50 Toja zahlen. Und die 50 Toja hatten sie natürlich nicht. Also habe ich die medizinische Versorgung mit diesen Buben gemacht. Das waren Wunden, Malaria, Durchfall. Das war eigentlich die Hauptsache, Krätze, Läuse. Und eines Abends kommt einer wieder mit seiner großen Wunde und hat ein hübsches Päckle dabei. Also Bananenblätter und dann mit irgendeiner Liane zugebunden und sagt, er möchte Dankeschön sagen, was ich alles für ihn getan habe. Immer essen und verbinden und so weiter. Und ich mache freudestrahlend dieses Päckle auf und sehe ein Erdferkel, also eine große, schöne Ratte, so mitten durch die ganze Wirbelsäule, Kopf und alles durchgeschnitten, die Hälfte, blutig, nicht gekocht. Vor lauter Schreck fällt mir das ganze Päckle aus der Hand. Und der Junge sagt, ich habe gedacht, oh wei, der arme Bub, jetzt wird er denken, er hat den größten Fehler. Und dann sagte er, ach Mama, es tut mir so leid, aber ich war so hungrig, ich habe die andere Hälfte schon gegessen. Und da habe ich gedacht, na, das ist prima. Ich gesagt, na ja, weißt du was, ich bin nicht hungrig. Ich würde zwar auch gern essen, aber komm, nimm's mit und koch's dir selber. Du bist vom Sattelberg ja dann runter, du hast nochmal geheiratet. Also 15 Jahre hatte ich ja schon hinter mir. Gleich nach der Heirat sind wir nach Logauing versetzt worden. Und in Logauing waren wir 5 Jahre und da habe ich die Studentenfrauen in der Zeit unterrichtet und ja, beraten. Dann kam mein Mann nach Ley als Direktor für die Abteilung Theologische Aus- und Fortbildung. Das waren damals bereits 5 Wogmedi-Schulen, also diese Dorfhelferinnen-Schulen. Es gab also 2 Schulen im Inland und 3 an der Küste. Und da hat dann die Synode beschlossen, dass ich Beraterin der Mädchen, also dieser Dorfhelferinnen-Schulen werden durfte. Ich konnte überall in Neuguinea rumfahren. Und mein Mann hatte, nachdem wir jetzt ein eigenes Department hatten für die Auszubildenden, hat mein Mann durchgesetzt, dass die Schulen ein Budget bekamen, das was es vorher gar nicht gab. Es sei denn, der Distrikt hätte was getan. Und die Finanzen habe ich kontrolliert. Und das war nötig. Und dann beraten, Lehrplan angeschaut, mit den Lehrerinnen gesprochen, Probleme gelöst. Also ich war manchmal schon deprimiert. Denn ich habe also zum Beispiel Kurse für Pfarrfrauen, Pastorenfrauen gehalten. Wenn ich deren Geschichten mir anhören musste, also da war vieles nicht in Ordnung. Das war sehr deprimierend. Und ich selber, ich muss sagen, meine ganzen Neuguinea-Jahre
wenn ich Zuspruch brauchte, habe ich immer die Bibel aufgeschlagen. Von außen kam wenig. Also war dein Glaube wirklich auch eine Kraftquelle? Ja, ich hoffe, es ist er noch. Ja.